Herzlich willkommen zu unserem Ersteinsatzvideo, mit dem wir Sie möglichst optimal unterstützen möchten, um den neuen Burgballestreuer auch exakt einzusetzen und alle Möglichkeiten, die dieser bietet, auch ausnutzen zu können. Bevor wir detaillierter auf den Streuer eingehen, gucken wir uns erstmal an, was ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist. Das ist diese Tasche mit allen Betriebsanleitungen. Ich zeige die jetzt nur einmal kurz. Mit einem Düngertestset, welches ich gleich noch zeigen werde. Zusätzlich ist hier drin ein spezielles Korrosionsschutzöl. Wir wissen, dass das nicht ewig reichen wird, aber es ist der Hinweis, dass ein Streuer natürlich einer gewissen Pflege bedarf. Und je gründlicher Sie den Streuer pflegen, desto länger haben Sie auch was davon. Wir empfehlen vor dem ersten Einsatz des Streuers schon einmal den Streuer komplett mit diesem Öl einzusprühen. Das ist der optimalste Korrosionsschutz, den Sie von Anfang an machen können. Wir haben in dieser Tasche ein Düngetestset mit drin. Dieses Düngetestset besteht einmal aus einem Druckfestigkeitsmesser des Düngers. Das heißt, entscheidend für mögliche Wurfweiten und Einstellungen für spezielle Dünger ist ein physikalischer Punkt die Druckfestigkeit des Düngers. Die kann man mit diesem F-Indikator messen. Man legt einfach 10 Körner auf eine Scheibe oder auf einen Tisch und zerdrückt dann jedes Düngerkorn, bis es zerplatzt, und kann an diesem Ring ablesen, bei welchem Druck das Korn zerplatzt ist. Das kann man zusammen mit dem spezifischen Gewicht, was man einmal ermitteln muss, und dem Ergebnis von diesem D-Indikator in unsere App eingeben. Ich lege das einmal hier hin. Wir haben hier in diesem Kasten 3 Siebe drin. Das heißt, wir können hier mit 4 Fraktionen die Größenverteilung des Düngers ermitteln. Diese Daten kann man in unsere Streutabellen-App oder bei uns auf der Homepage eingeben, gemeinsam mit dem spezifischen Gewicht und der Druckfestigkeit des Düngers. Und wir können dann eine geeignete Streutabelle für diesen speziellen Dünger vorschlagen. Eine genaue Anleitung zu diesen beiden Testvarianten ist mit hier in der Tasche drin. Wir können nur empfehlen, das auch wirklich zu nutzen, bevor Sie nicht wissen, wie der Streuer eingestellt werden muss. Ganz generell ist dieser Streuer sehr wartungsarm, aber es gibt ein paar Punkte, die man natürlich beachten muss. Wir empfehlen, nach dem Streuer den Streuer immer mit Wasser zu reinigen. Wenn er länger steht oder ein paar Tage steht, empfehlen wir natürlich auch immer, den Streuer einzuölen. Das muss nicht unbedingt unser spezielles Korrosionsschutzöl sein. Wir empfehlen einfach ein säurefreies Korrosionsschutzöl, mit dem man das Ganze machen kann. Wir haben einige Punkte, die bei der Wartung auch bedacht werden müssen. Wir haben natürlich die Gelenkwelle, wenn man mit einer Gelenkwelle arbeitet und nicht hydraulisch angetrieben hat, den Streuer an der Gelenkwelle, einige Schmierpunkte. Das ganz normale Prozedere, das muss natürlich der Schutz, so wo die Gelenkwelle, die Kreuzgelenke geschmiert werden. Und wir haben in den beiden Trichterhälften drin von innen jeweils ein Rührwerk. Dieses Rührwerk hat auch einen Schmiernippel und wir empfehlen nach Betriebsanleitung dieses regelmäßige Abschmieren auch tatsächlich durchzuführen. Ansonsten ist nicht viel dran am Streuer, kann nicht viel kaputt gehen, werden Sie lange Freude am Streuer haben. Wir haben hier im Bild unser Modell M35W. W steht für Wiegezelle, M35, M ist die Baureihe, 35 steht für eine mögliche Beladung je nach Behälteraufsätzen bis zu 35 Doppelzentner, also 3,5 Tonnen. Daher leitet sich der Name ab. Dieser Streuer zeichnet sich durch unser Streuprinzip aus, was wir bei allen Streuern haben. Alle Zweischeibenstreuer funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Und zwar arbeiten wir im Feld mit der Burgballe Vierfachüberlappung. Das heißt, die Teller drehen im Feld gegenläufig. Dieser Teller dreht so rum, dieser Teller dreht so rum. Und wir erreichen damit, dass wir mit jeder Streuscheibe über den ganzen Bereich von links in einem Halbkreis nach komplett rechts schmeißen. Das heißt, beide Streuscheiben erzeugen beim normalen Streuen jeweils 2 identische Streubilder. Das heißt, wir haben bei einer Überfahrt eine doppelte Überlappung, im Fahrgassensystem dadurch eine echte Vierfachüberlappung. Je mehr Überlappung Sie haben, desto weniger können Sie falsch machen, desto leichter ist die Einstellung und desto besser ist natürlich die Verteilung im Feld. Für das Grenzstreuen sagen wir, okay, wenn wir im Feld ein super System haben, weil wir dort mit maximaler Überlappung arbeiten wollen, aber
diese Überlappung an der Grenze gar nicht unbedingt gewünscht ist, warum machen wir es an der Grenze nicht genauso wie andere Streuer? Das heißt, wir haben in den Rückseiten der Streuflügel, Sie können das hier sehen, die Grenzstreuflügel integriert und für die Grenzstreuung lassen wir, wichtig, beide Teller einfach andersrum drehen. Also dieser schmeißt den Dünger dann nach außen, nach links oder nach rechts in diesem Fall. Dieser Teller schmeißt den Dünger beim Grenzstreuen nach links. Ganz wichtig, die Streuflügel sind rechts und links unterschiedlich, egal welche Arbeitsbreite Sie machen. Das bewirkt, dass Sie auf der einen Seite ein sehr steiles Streubild erzeugen, bis zur Grenze, aber möglichst nicht weiter. Auf der anderen Seite aber trotzdem weit genug ins Feld reinwerfen, um dort die Überlappung zur nächsten Fahrgasse hinzukriegen und insgesamt ein ausgeglichenes Streubild haben. Wenn wir uns den Streuer angucken, zu den Einstellungen von den Streuflügeln komme ich gleich noch. Das ist eigentlich immer die Standardeinstellung. Wir haben hier zwei Schutze mit den Schutzbügeln, die kann man aufklappen, dass man besser zur Reinigung an den Streuer drankommt. Das heißt, man kann einfach diese Arretierung losmachen und die Streuschutze komplett aufschwenken. Jetzt kommt man richtig schön zur Reinigung an den Streuer dran. Für mich natürlich auch der Vorteil, ich kann es ein wenig besser zeigen, damit Sie sehen, was alles am Streuer dran ist, beziehungsweise wie was eingestellt wird. Wenn wir hier erstmal auf die rechte Scheibe gucken, fallen uns die Streuflügel auf, die auf der Streuscheibe drauf sind. Wenn Sie hier gucken, haben Sie hier ein Lochbild. Ganz wichtig, Sie müssen sich eigentlich nur merken, dass ein Streuflügel immer in Position 1, ein Streuflügel in Position 2 ist. Das wird auch in jeder Streutabelle genau angegeben. Es gibt nur ein paar Ausnahmen bei 36 Meter. Ansonsten ist das die Grundeinstellung. Da können Sie 99% aller Sachen mit erledigen. Wie das genau aussieht, ist hier auch nochmal in diesem Lochbild hier oben drauf. Hier ist genau erklärt, wie die Rasterung, welche Nummer die, welche Position hat. Ein Streuflügel in Position 1, einer in 2. Die Bohrungen sind so gemacht, dass man es eigentlich nicht falsch machen kann. Ein Blick darauf erklärt sich eigentlich selber, sodass das ein Kinderspiel ist. Und die Streuflügel müssen auch nur ganz selten gewechselt werden. Wir haben hier zusätzlich drauf hier diesen Schieber, der zusätzliche. Das ist der SC Dynamic, also Section Control Dynamic Schieber für größere Arbeitsbreiten. Wenn dieses System zum Einsatz kommt, verändert das nicht nur die Streumenge in Keilen, sondern passt auch die Streubilder an die Keile an. Bei kleinen Arbeitsbreiten bis 24 Meter ist das vielleicht ein bisschen besser, aber macht nicht so den großen Unterschied, sodass hier das Section Control Standard mit einer einfachen, intelligenten Mengenanpassung an verbleibende Arbeitsbreiten, also auch im Keil oder an der letzten Fahrgasse, vollkommen ausreicht. Für größere Arbeitsbreiten empfehlen wir auch, die Section Control Dynamic System einzubauen. Diese Schieber werden dann über zwei zusätzliche Motoren angesteuert, über die Elektronik, über GPS möglicherweise. Empfehlen wir, das zu nutzen, weil sie dort nicht nur eine Mengenanpassung an Keile haben, sondern immer auch eine Anpassung der Streubilder an die Keile von innen nach außen sowie von außen nach innen, sodass sie also dort optimal Keile ausstreuen können. Wenn Sie hier noch weiter gucken, haben Sie hier auf beiden Seiten einen Hebel. Dieser kleine Hebel ist einfach nur eine Arretierung für diese Edelstahlplatte, die unter dem Auslauf ist. Das ist jetzt eingestellt für Standard, also STD steht für Standard. Die Positionen sind auch hier nochmal auf diesem Abziehbild genau erklärt. Wir haben eine Standardöffnung, wir haben für sehr hohe Düngermengen eine Max-Öffnung. Das heißt, wenn Sie die Scheibe verdrehen, können Sie das einstellen auf eine Max-Position. Da steht dann hier neben. Jetzt können, je nach Dünger, bis zu 650 Kilogramm pro Minute, also ein Big Pack etwa pro Minute ausgestreut werden. Und das ermöglicht Ihnen natürlich bei großen Arbeitsbreiten große Streumengen bei doch sehr hohen Fahrgeschwindigkeiten, was manchmal entscheidend wichtig ist. Für normale Einstellungen, für normale Dünger, ebenso für Arbeitsbreiten bis 21, 24 Meter reicht Ihnen in der Regel komplett die Standardeinstellung aus. Ganz wichtig, bitte beachten Sie, wenn Sie hier hinten die Dosierschieber umstellen auf eine Max-Position oder auch auf eine Min-Position, müssen Sie das dem elektronischen System mitteilen, weil Sie entscheidend die Auslaufgeometrie ändern und von daher der Bordcomputer oder die Elektronik das nur umsetzen kann, wenn sie Bescheid darüber weiß. Es erklärt sich eigentlich von alleine, dass der Streuer weiß, was er tut, wenn Sie die Einstellung ändern. Ich stelle das hier wieder zurück auf Standard, weil wir so das Ganze anfangen wollen. Ja, vom Streuer her, vom Streuwerk ist das jetzt erklärt. Im Feld drehen die Teller also so rum, man kann das gar nicht oft genug sagen. An der Grenze drehen die Teller andersrum. Die
Schaltung wird erledigt über den Bordcomputer. Das gucken wir uns gleich detaillierter an, wenn wir den Bordcomputer an sich angucken. Was wir hier noch haben, sind diese Rücklampen. Die Rücklampen kann man runterklappen. Ich mache das einfach mal. Sie sehen hier, dass hier und hier sowie hier und hier Löcher im Rahmen drin sind. Von der Seite ist auch noch mal vorne im Rahmen ein Loch drin. Das dient einfach als Reinigungsöffnung. Das heißt, Sie können hier mit dem Hochdruckreiniger reinspritzen und somit auch über die Deflektoren hier die Rahmenrückseiten, die immer der kritische Punkt sind für die Reinigung, automatisch oder sehr gut, sehr einfach sauber machen damit. Das gleiche ist auch hier an dem Rahmen dran. Dieser Hebel zeigt Ihnen nur an, wie die Grenzstreuung eingestellt ist. Der Hebel drin, so wie jetzt, dann steht der Streuer auf Normalstreuen. Ist dieser Hebel ganz ausgefahren, dann steht der Streuer auf Grenzstreuen. Wenn Sie sich unsicher sind, hier wird es auch noch mal genau erklärt auf diesem kleinen Abziehbild. Von daher haben wir von hinten eigentlich fast alles am Streuer erklärt. Was hier vielleicht noch als Sonderzubehör dran ist, sind die Abstellräder. Beim Streuen empfehlen wir tatsächlich, diese Abstellräder einfach abzunehmen, weil man sonst schnell mal an einem Stein oder an einer Schwelle, wenn man aus der Scheune rausfährt, hängen bleibt und das vertragen die Räder nicht. Generell, die Räder sind nicht dazu gedacht, um den Streuer, wenn er voll beladen ist, abzustellen, sondern den Streuer einfach nur im leeren Zustand abzustellen, in der Scheune auf einem festen Untergrund, damit er da beweglich ist und man hin und her rangieren kann im Winter, wenn man Platz anders benötigt. Ja, wir haben die Grundbegriffe des Streuers und die Grundelemente uns gerade angeguckt. Ich lasse die Schutze jetzt offen. Natürlich müssen die Schutze normalerweise zugemacht werden. Das zeigen wir zum Schluss, wenn wir uns das angeguckt haben. Wenn Sie jetzt sich auf einen praktischen Einsatz vorbereiten wollen, nehmen Sie die Streutabelle, normalerweise in der App. Ich zeige jetzt nicht die App, weil das zu klein wäre. Sie würden nichts darauf sehen, sondern ich nehme einfach eine Streutabelle zur Hand. Wir haben in der Streutabelle, wenn Sie eine gedruckte Variante haben, hier eine Liste mit Düngern, die auf den verschiedenen Arbeitsbreiten gestreut werden können. Wir haben hier in dem Beispiel, ist das eine Streutabelle für 12 Meter. Wenn wir uns einfach mal einen gängigen Dünger, das ist zum Beispiel ein ASS raussuchen, dann guckt man hier, okay, ich habe hier den Hersteller Eurochem als Beispiel. Ich habe einen ASS 26+13. Hier sind sofort die E1-Streuflügel drauf, also die Streuflügel, das ist hier auch nochmal drauf gestanzt, wobei auf den Streuflügeln ein R für rechte Scheibe und ein L für die linke Scheibe draufsteht. Da kann man sich eigentlich nicht vertun. Einer in Position 1, einer in Position 2, das ist immer gleich. Wenn wir jetzt hier gucken, ist da eine Streutabellennummer dabei. Das ist die 12408. Da gucken wir jetzt in die 12408 rein. Haben die auch gleich gefunden. Das ist die 12408. Als erstes steht hier oben PTO, das ist also die Zapfwelle. Wie bei allen Düngern, außer im 36 Meter Bereich, da kann es mal unterschiedlich sein, 540er Zapfwelle im Feld. Daneben steht eine Zahl, die bei der Grenzstreuung eingehalten werden soll. Das heißt, Sie stellen nicht nur die Drehrichtung um, sondern Sie passen auch die Drehzahl an, sodass Sie die europäische Umweltnorm für Düngerstreuer einhalten können, dass also weniger als 3 Promille über die Grenze fliegen. Die Drehzahl, die hier für die Grenzstreuung steht, hier neben ist immer das Grenzstreusymbol, ist die Grenzstreudrehzahl, bei der wir in der Prüfhalle die europäische Umweltnorm für Düngerstreuer, also weniger als 3 Promille über die Grenze, eingehalten haben. Machen Sie eine Randstreuung, wollen Sie also die volle Menge bis zur Grenze streuen, dann nehmen Sie die Touren 30 bis 50 Touren hoch. Am besten sehen Sie das wirklich vom Schleppersitz aus, weil bei der Grenzstreudrehrichtung, wo die Teller auseinanderlaufen, überholt Sie der Dünger so ein bisschen auf dem Schleppersitz und Sie können eigentlich sehr schön visuell abschätzen, bis wohin der Dünger an der Außenkante fliegt und einfach über Drehzahlreduktion oder Erhöhung das ganze Grenzstreuenbild optimal anpassen. Sie haben also ein total flexibles System. Sie können auf der einen Kante, wo ein Betonweg ist oder ein Wasser, wo Sie weiter weg von bleiben, über die Drehzahl die Grenzstreuung anpassen auf den 3 anderen Seiten, wo ein Feld nebendran liegt, wo Sie also eher eine Randstreuung wollen, dass die volle Menge bis zur Grenze kommt, können Sie ganz einfach die Drehzahl erhöhen und eine optimale Ausstreuung des Feldes damit erreichen. Sie haben dann hier die Nummer nochmal, hier stehen die Streuflügel, 12 bis 18 Meter sind eigentlich immer die E1-Streuflügel. Hier ist nochmal vermerkt, auf dem Lochbild auf der Scheibe ist ein Streuflügel in Position 1, ein Streuflügel in Position 2. Das Ganze brauchen Sie bei elektronisch geregelten Streuern eigentlich nicht beachten.
Das sind die Einstellung des Dosierhebels für verschiedene Arbeitsbreiten und Mengen. Das macht der Bordcomputer von ganz alleine und über die Wiegetechnik natürlich viel genauer, als wir das über eine Einstellung überhaupt hinkriegen können. Was wichtig ist, hier hinten diese Spalte, da ist so ein kleiner Neigungswinkel oder ein Pfeil, wo eine Gradzahl drüber steht. Darunter stehen die Gradzahlen. Das heißt, das Einzige, was Sie einstellen müssen, ist die Neigung des Streuers über den Oberlenker. Das können Sie einstellen über die Elektronik. Wenn Sie einen hydraulischen Oberlenker haben, setzen Sie eigentlich auf den Schleppersitz, machen den Streuer voll und können dann über einen hydraulischen Oberlenker die Neigung einstellen, die Ihnen auf dem Bordcomputer immer auch gezeigt wird. Dabei ist das einfach eine Grundeinstellung, die in etwa bei einem optimalerweise 2/3 gefüllten Behälter exakt sein soll. Wird der Streuer leerer, kommt er ein wenig hoch, streut ein bisschen breiter. Das ist eigentlich nie das Problem. Gerade bei größeren Arbeitsbreiten ist das definitiv kein Problem. Also Grundeinstellung, Höhe des Streuers 75 cm, Unterlenker Koppelpunkt über dem Boden oder über dem Bestand bei der späteren Düngung. Ansonsten einfach den Oberlenker einstellen und loslegen. Mehr ist eigentlich fast nicht zu beachten. Sie haben dann hier ganz unten in jeder Streutabelle drin die Ergebnisse von der Schüttelbox, also diesem Testset, damit Sie es einfach vergleichen können, ob Sie den gleichen Dünger haben oder nicht. Sie haben hier das spezifische Gewicht drin und Sie haben hier die Druckfestigkeit auch mit drin. Einfach nur, damit Sie vergleichen können, wenn Sie sich unsicher sind, ob das wirklich dieser Dünger ist, können Sie mit dem Testset das jederzeit nachvollziehen und eine optimale Einstellung für Ihren Dünger finden. Ansonsten ist in den Streutabellen nicht viel drin. Wie gesagt, das ist ein super einfach einzustellender Streuer. Wenn wir das im Durchgang noch mal ganz kurz machen. Streuflügel 111, 112, Höhe des Streuers 75 cm, der Unterlenker Koppelpunkt, gucken wir uns gleich von der Seite noch an, über dem Boden oder Bestand und ansonsten die Drehzahlen einhalten und die Oberlenker richtig einstellen. Mehr ist nicht zu beachten. Es wird dann oft gefragt, wie mache ich das bei der Spätdüngung? Ist natürlich ganz klar, wenn ich einen Pflanzenbestand habe, der so hoch ist, dann ist der Abstand der Streuscheiben zu dem Bestand natürlich nicht mehr mit 75 cm zu realisieren. Deswegen ist dieses Kapitel genau in der Betriebsanleitung auch nochmal beschrieben. Wenn Sie mit den Streuscheiben zwischen 15 und 35 cm über den Bestand sind, neigen Sie den Streuer einfach 3 Grad mehr, als es beim normalen Streuen erforderlich ist. Ist die Streuscheibe 35 bis 55 cm über dem Bestand, wird der Streuer um 2 Grad mehr geneigt. Ist er 55 cm und höher über dem Bestand, dann nehmen Sie die ganz normale Einstellung, wie es auch für das ganz normale Streuen bei niedrigem Bewuchs auf der glatten Erde notwendig ist. Eine Sache haben wir noch, eine Restmengenentleerung. Wenn Sie fertig sind mit dem Streuen, ist es wieder erwarten, Dünger übrig geblieben, dann entspricht es der guten fachlichen Praxis, den Dünger ordnungsgemäß auslaufen zu lassen. Dazu sind hier in dem Teller Löcher drin. Die Löcher werden abgedeckt durch eine Klappe. Diese Klappe ist ganz einfach zu demontieren. Sie gehen hier einfach drunter. Sie haben dann einen kleinen Hebel dran, den Sie umlegen. Und jetzt können Sie diesen Auslauf genau unter das Auslaufloch stellen und den Schieber über den Bordcomputer einfach aufmachen. Dünger läuft jetzt erst auf der rechten Seite raus. Dann nehmen Sie auf der linken Seite diese kleine Klappe aus der Streuscheibe raus und können das gleich auf der linken Seite machen, sodass Sie einen Sack und einen Eimer drunter stehen oder Sie fahren rückwärts einfach an den Düngerhaufen drin und können den Dünger einfach auslaufen lassen. Das ist eigentlich alles, was man hier hinten an dem Streuer sehen kann. Von daher sind wir jetzt mit der Erklärung von hinten am Streuer durch. Und ich würde vorschlagen, dass wir gemeinsam um den Streuer rumgehen und von der Seite den ganzen Streuer nochmal angucken, wo wir dann die Neigungseinstellung ein bisschen besser erklären können. Ja, wir sehen hier den Streuer mit dem Einstellturm vorne von der Seite. Und ich will kurz einmal erläutern, worauf man bei der Einstellung achten muss. Wir haben vorhin gesagt, Sie haben die Streuflügel richtig eingestellt, sind ja immer in der gleichen Position und Sie müssen die Höhe und den Oberlenker einstellen. Die Höhe, das ist ganz einfach erklärt. Wir haben hier den oberen Unterlenker-Koppelpunkt, wie er normal in der Standardeinstellung eingestellt ist. Und dieser Oberlenker-Koppelpunkt muss 75 cm über dem Boden sein. Und wenn Sie hier den Zollsteck da dran legen,
dann sehen Sie, dass das jetzt etwa 80 cm hoch ist. Meine Empfehlung ist einfach 4–5 cm höher. Bei größeren Arbeitsbreiten über 24 Meter können das auch ruhig 10 cm höher sein, weil der Schlepper sackt sowieso noch ein, wenn der Streuer voll ist, und Sie haben im Bestand ja auch Fahrspuren, die ein bisschen nachgeben bzw. ein bisschen ausgefahren sind, sodass Sie dort bei großen Arbeitsbreiten zwischen 80 und 85 cm auf einer ebenen Betonfläche einstellen, bei kleineren Arbeitsbreiten 75 bis 80 cm, um halt die 75 cm auf dem Bestand auf jeden Fall zu realisieren. Ansonsten haben wir noch die Neigungseinstellung. Für die Neigungseinstellung haben wir hier einen Gradmesser dran. Hier unten ist ein Wasserwagenelement mit einer Libelle. Und Sie stellen einfach den Neigungswinkel, der in der Streutabelle in der Spalte drin steht, die wir uns gerade angeguckt haben, auf jetzt in diesem Beispiel 0 Grad, das heißt der Streuer waagerecht. Wenn der Streuer auf einer ebenen Fläche mit dem Schlepper steht, stellen Sie hier genau die 0 Grad ein und der Oberlenker ist richtig eingestellt, wenn die Libelle hier unten im Lot ist. Hier oben ist einfach nur eine Referenzlibelle, die immer die waagerechte Neigung vom Streuer anzeigt. Ansonsten haben Sie hier die Dosierskala, die Sie hier sehen können. Hier unten ist ein Stopper dran, der muss einfach bei Stellung 9 stehen. Bei elektronisch geregelten Streuern, wenn Sie keine Elektronik haben, stellen Sie hierüber die Menge ein. Dieser Skalenstopper dient nur als Anschlag bei einer ersten Inbetriebnahme, bei einer ersten Kalibrierung, damit das elektronische System zweimal ganz auf und wieder zumachen kann und somit alle Zählerstände im Prinzip einkalibriert, damit er nachher die richtige Mengeneinstellung auf dem Feld umsetzen kann in Abhängigkeit von Fahrgeschwindigkeit, Streumenge und natürlich Rieselverhalten des Düngers. Ansonsten ist hier von der Seite nicht viel am Streuer zu sehen. Wichtig noch: Das hier ist der Wiegerahmen. In der Mitte zwischen den Wiegerahmen sitzt die eigentliche Wiegetechnik. Das ist ganz klar, dass Sie darauf achten müssen, dass hier keine Fremdkörper dazwischen sind. Ich habe schon mal gehabt, da hat einer einen Schraubenzieher auf den Rahmen gelegt, weil er irgendwas hier angebaut hat am Schlepper, und der ist dann hier zwischengefallen. Das darf natürlich nicht sein. Das würde immer eine Beeinträchtigung der Wiegegenauigkeit mit sich bringen. Ansonsten ist hier nichts dran. Das macht den Streuer ja so einfach. Sie brauchen hier nicht groß was einstellen. Höhe, Neigungswinkel, fertig. Ja, wir sehen jetzt wieder den Streuer von der Seite. Wir haben vorhin über die Reinigung gesprochen. Für die optimale Reinigung können Sie hier auch diese Schutze einfach rausziehen. Das heißt, Sie lösen hier hinten die kleine Schraube mit der Hand ohne Werkzeug und können dann diesen Schutz einfach rausziehen und kommen dann mit dem Hochdruckreiniger wunderbar auch von vorne an das ganze Streuaggregat ran. Das können Sie natürlich auf beiden Seiten machen. Dran denken, dass man die Schutze wieder hier in die Halterung reinschiebt und wieder arretiert, damit Sie sich nicht irgendwie bei der Fahrt nach außen bewegen können. Ansonsten haben wir hier in dieser Einstellung zu sehen die Leiter, die klappen Sie am besten runter und Sie merken, da ist richtig eine Arretierung drin, dass Sie die rausziehen können. Die arretiert auch im ausgefahrenen Zustand. Sie können die Leiter dann einfach runterklappen. Und jetzt hier sehen Sie, dass wir hier die Verriegelung von der Abdeckplane haben. Hier einfach reindrücken und Sie können die Plane ganz normal ganz öffnen, sodass Sie jetzt Dünger reinlaufen lassen können oder auch über die Leiter reingucken können. Ganz wichtig, ich lasse die Plane jetzt erstmal auf. In der Praxis würden Sie die nach dem Befüllen wieder zumachen. Und wenn Sie die Leiter wieder reinschieben, geht das am einfachsten, wenn Sie die hochklappen und einfach reindrücken. Wichtig, hier mit einem kleinen Ruck reinmachen, dass die Arretierung auch die Leiter festhält, dass die nicht von alleine wieder aufgehen kann. Leiter nach oben klappen und sie stört nicht mehr bei der Straßenfahrt oder überhaupt beim Transport.